Kevin, ich habe heute eine kleine Marktliste. Was steht auf deiner Liste? Äpfel, Tomaten, Brot und vielleicht Blumen. Das klingt nach einem schönen Einkauf. Ja, aber der Markt ist anders als der Supermarkt. Das stimmt. Auf dem Markt sprichst du mehr mit Menschen. Genau das macht mich ein bisschen nervös. Wir üben einfache Sätze. Welche Sätze brauche ich zuerst? Du brauchst, ich hätte gern. Ich hätte gern Äpfel. Noch besser, ich hätte gern 1 Kilo Äpfel. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel. Du kannst auch fragen, was kostet 1 Kilo? Was kostet 1 Kilo? Am Ende sagst du, das ist alles. Danke. Das ist alles. Danke. Und beim Bezahlen? Ich bezahle bar. Genau. Hast du Bargeld? Ja, ich habe Münzen und Scheine im Geldbeutel. Hast du eine Tasche? Ja, meine Stofftasche ist hier. Perfekt. Wir kaufen nur, was auf der Liste steht. Vielleicht Blumen. Stehen nicht ganz fest. Blumen sind heute die kleine Ausnahme. Eine schöne Ausnahme. Jetzt können wir gehen. Der Markt ist größer, als ich dachte. Ja, hier gibt es viele Stände. Ich sehe Obst, Gemüse, Brot und Blumen. Das passt genau zu deiner Liste. Es riecht nach Brot und Kaffee. Und nach frischem Obst. Wo fangen wir an? Wir fangen beim Obststand an. Dort sind die Äpfel. Schau zuerst ruhig, bevor du bestellst. Ich möchte nicht direkt kaufen, ohne zu schauen. Genau. Auf dem Markt darf man kurz schauen. Was sage ich, wenn die Verkäuferin fragt? Du kannst sagen, ich schaue mich kurz um. Danke. Ich schaue mich kurz um, danke. Das ist höflich und einfach. Und wenn ich kaufen möchte? Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel, bitte. 1 Kilo ist vielleicht zu viel. Du kannst auch sagen, 1/2 Kilo. 1/2 Kilo Äpfel klingt besser. Also kaufst du 1/2 Kilo. Ich merke mir. 1 Kilo, 1/2 Kilo, bitte. Genau. Jetzt gehen wir zum Obststand. Ich bin bereit. Aber langsam. Guten Morgen. Was darf es sein? Guten Morgen. Ich hätte gern Äpfel, bitte. Gerne. Welche Äpfel möchten Sie? Welche sind süß? Diese roten Äpfel sind süß und knackig. Das klingt gut. Was kostet 1 Kilo? 1 Kilo kostet 3 Euro. Dann hätte ich gern 1/2 Kilo. 1/2 Kilo. Gerne. Du hast klar gefragt und klar bestellt. Ich höre auf die Zahl und bleibe ruhig. Das macht 1,50 Euro. 1,50 Euro. Okay. Du kannst mit Münzen bezahlen. Ich habe einen Euro und 50 Cent. Dankeschön. Hier sind Ihre Äpfel. Vielen Dank. Möchten Sie noch etwas Obst? Nein, danke. Das ist alles. Einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Das war deine erste Bestellung auf dem Markt. Ja, und es war nicht schlimm. Was hast du gesagt? Ich hätte gern 1/2 Kilo Äpfel. Genau dieser Satz ist sehr nützlich. Ich lege die Äpfel vorsichtig in meine Tasche. Nicht ganz nach unten, wenn später Brot kommt. Stimmt. Brot soll nicht gedrückt werden. Jetzt brauchen wir Tomaten. Dort ist der Gemüsestand. Die Tomaten sehen frisch aus. Wie viele möchtest du kaufen? Nicht zu viele. Vielleicht 4 Tomaten. Du kannst sagen, ich hätte gern 4 Tomaten. Das ist einfacher als Gramm und Kilo. Genau. Bei manchen Dingen kannst du Stückzahlen sagen. Stückzahlen bedeutet 1, 2, 3, 4. Richtig. Hallo, was möchten Sie? Hallo,
Ich hätte gern 4 Tomaten, bitte. Diese hier? Ja, bitte. Die sehen frisch aus. Möchten Sie große oder kleinere Tomaten? Lieber kleinere Tomaten. 4 kleinere Tomaten, gerne. Was kostet das zusammen? Das macht 2,20 €. 2,20 €. Ich bezahle bar. Nimm 2,20 €. Hier bitte. Danke. Hier sind die Tomaten. Dankeschön. Einen schönen Tag. Ihnen auch. Jetzt machen wir eine kurze Wiederholung. Ich fasse es einfach zusammen. Zuerst habe ich ein halbes Kilo Äpfel gekauft. Danach habe ich 4 kleine Tomaten gekauft. Ich habe gefragt, was kostet ein Kilo? Ich habe auch gefragt, was kostet das zusammen? Ich habe bar bezahlt. Das ist klar und praktisch. Ich merke, auf dem Markt muss ich freundlich fragen. Und du musst nicht perfekt sprechen. Verständlich und höflich reicht. Genau. Jetzt fehlt noch Brot. Und vielleicht Blumen. Hier riecht es sehr gut. Brotstände sind immer gefährlich, Warum gefährlich? weil man plötzlich mehr kaufen möchte. Das stimmt. Ich sehe Brot, Brötchen und Kuchen. Was steht auf deiner Liste? Brot. Nur Brot. Bleib bei deinem Plan. Ich versuche es. Guten Morgen. Was darf es sein? Guten Morgen. Ich hätte gern ein kleines Brot, bitte. Möchten Sie ein helles Brot oder ein dunkles Brot? Ein helles Brot, bitte. Dieses Brot ist mild und weich. Ist das Brot geschnitten? Nein, aber ich kann es schneiden. Könnten Sie es bitte schneiden? Natürlich. Einen Moment bitte. Das war eine sehr nützliche Frage. Ich brauche geschnittenes Brot zu Hause. Hier ist Ihr geschnittenes Brot. Danke. Was kostet das? 3,80 €. 3,80 €. Ich bezahle bar. Dankeschön. Danke. Das ist alles. Einen schönen Tag. Jetzt hast du Äpfel, Tomaten und Brot. Die Tasche wird voller. Lege das Brot oben auf die Äpfel und Tomaten. So wird es nicht gedrückt. Genau. Das Brot bleibt schön. Jetzt fehlen nur noch Blumen, wenn ich sie wirklich kaufen möchte. Es ist eine schöne Ausnahme. Ich schaue erst einmal. Die Blumen sind wirklich schön. Welche Farben gefallen dir? Gelb und Weiß gefallen mir. Möchtest du einen großen Strauß? Nein, ein kleiner Strauß reicht. Du kannst fragen, haben Sie einen kleinen Strauß? Das klingt einfach. Hallo, suchen Sie Blumen? Ja. Haben Sie einen kleinen Strauß? Ja, hier ist ein kleiner Strauß mit gelben und weißen Blumen. Der ist schön. Was kostet er? 5 €. 5 € ist okay. Ich nehme ihn. Denk an deine Tasche. Blumen kommen nicht unter das Brot. Ja, die Blumen bleiben in meiner Hand. Möchten Sie Papier um den Strauß? Ja, bitte. Das ist praktisch. Einen Moment. Danke. Du hast wieder klar gefragt. Der Satz war leicht. Haben Sie einen kleinen Strauß? Hier sind die Blumen. Vielen Dank. Ich bezahle bar. Danke. Einen schönen Tag. Danke. Ihnen auch. Jetzt hast du sogar deine schöne Ausnahme. Ja, aber ich habe nicht so viel gekauft. Äpfel, Tomaten, Brot und Blumen. Das klingt nach einem erfolgreichen Marktbesuch. Bevor wir gehen, prüfen wir kurz die Tasche. Eine Kontrolle ist sinnvoll. Was hast du gekauft? Ich habe Äpfel gekauft. Wo sind sie?
Die Äpfel sind unten in der Tasche. Was kommt danach? Die Tomaten sind daneben. Sind die Tomaten sicher? Warte, sie liegen etwas unter dem Brot. Das könnte sie drücken. Stimmt, ich lege die Tomaten an die Seite. Jetzt haben sie mehr Platz. Das Brot kommt oben. Und die Blumen? Die Blumen bleiben in meiner Hand. Genau. Eine Sache kommt mir noch in den Kopf. Was meinst du? Habe ich genug Rückgeld bekommen? Schau kurz in deinen Geldbeutel. Aber ruhig. Ich habe noch Münzen und einen Schein. Das passt. Also ist alles kontrolliert. Liste, Tasche, Rückgeld und Blumen. Perfekt organisiert. Der Markt war lebendig, aber nicht zu schwer. Weil du klare Sätze benutzt hast. Und weil ich nicht zu schnell gesprochen habe. Das ist wichtig. Langsam und freundlich funktioniert oft. Jetzt können wir nach Hause gehen. Jetzt gehen wir nach Hause. Und du hast auf dem Markt viel gesprochen. Am Anfang war ich unsicher. Jetzt wirkst du viel ruhiger. Ich habe wichtige Sätze gelernt. Welche Sätze waren wichtig? Ich hätte gern ein halbes Kilo Äpfel. Was kostet ein Kilo? Was kostet das zusammen? Ich bezahle bar. Das ist alles. Danke. Diese Sätze passen zu vielen Marktständen. Ich habe auch Wörter gelernt. Welche Wörter bleiben dir im Kopf? Markt, Stand, Kilo, halbes Kilo, Strauß, Rückgeld und Stofftasche. Das ist ein praktischer Wortschatz. Beim nächsten Mal kann ich vielleicht allein auf den Markt gehen. Das ist ein schönes Ziel. Jetzt üben wir 4 Sätze. Sprich langsam mit. Ich hätte gern ein halbes Kilo Äpfel. Ich hätte gern ein halbes Kilo Äpfel. Was kostet ein Kilo? Was kostet ein Kilo? Ich hätte gern 4 Tomaten. Ich hätte gern 4 Tomaten. Das ist alles. Danke. Das ist alles. Danke. Und jetzt 3 Fragen für die Kommentare. Was kaufst du auf dem Markt? Kaufst du lieber Obst oder Gemüse? Bezahlst du auf dem Markt bar oder mit Karte? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.